Ein junger Mann eilt durch die edel ausgestatteten Gänge von Kaleon Prime, der fliegenden Palaststadt. Er ist ein einfacher Bediensteter, ein Handwerker, fühlt sich nicht ganz wohl in den Gängen, wo er geht. Eine edle Dame geht vorbei und er verbeugt sich demütig, eilt dann weiter, denn er ist am Weg zu einem Schurfix, einem wöchentlichen Treffen mit anderen jungen Menschen und anderen Wesen, die in Kaleon Prime leben. Das Treffen ist geheim und der junge Mann ist schon sehr gespannt, denn bei diesen Treffen werden unterschiedlichste Dinge diskutiert. Die Gerechtigkeit des Herrschaftssystems, alternative Gesellschaftsformen. Es wird mit Theater experimentiert oder bewusstseinsverändernden Substanzen. Es gibt viel Musik. Und alles dreht sich irgendwie um einen jungen Mann, der sich der Sänger nennt. Jetzt ist er auch schon fast da. Er betritt die hochherrschaftlichen Räume und der Raum, in dem das Schurfix stattfinden wird, ist diesmal mit schwarzen Tüchern verhangen. Seltsame Geräusche dringen durch die Tücher und der junge Mann ist ein bisschen aufgeregt. Musik könnte es diesmal wieder werden. Der Sänger nutzt gerne Musik als Vehikel, um Gespräche anzuregen oder einfach nur sich dem Moment hinzugeben. Und der junge Mann ist ein bisschen unsicher, ob er sich nicht vielleicht blamiert. So gut ist er noch nicht in der Musik. Er betritt den Raum, gibt die Tücher zur Seite und sieht, es sind schon einige andere gekommen. Frauen, Männer, aus allen Gesellschaftsschichten kommen sie hier zusammen. Sehr ungewöhnlich in Kaleon Prime. Alles ist dunkel, düster, nur einige Kerzen stehen diesmal herum. Rauch ist in der Luft. Sehr aromatisch, Felle sind ausgelegt worden und da ist auch schon der Sänger, den der junge Mann so bewundert. Dort sitzt er auf einem Fell mit seinem groben Wollstrickmantel, seiner dunkelrotbraunen Haut, den goldenen Augen, den gebogenen Widderhörnern und seiner Lockenpracht. Und er hat diesmal nur eine Rassel in der Hand und dieser Sänger rasselt vor sich hin. Die anderen Teilnehmer haben auch schon Instrumente genommen. Obertonflöten, einfache Trommeln, ganz etwas Simples offenbar diesmal. Schon fühlt sich der junge Mann etwas wohler. Der Sänger macht eine einladende Geste und der junge Mann nimmt sich 2 Klangstäbe und beginnt mitzuschlagen. Und bald fallen alle in eine tiefe Trance. Musik entspinnt sich in diesem Raum, entfaltet sich. Der Sänger stimmt seltsame Gesänge an, zuerst nur ein Brummen, dann Obertöne, die dazukommen. Alles wird rhythmisch und die anderen Teilnehmer dieser Runde fangen auch an mitzusummen, mitzusingen und alle fallen bald in einen tranceartigen Zustand. Wie lange auch immer dieser Zustand andauert. Unser junger Freund kann es nicht mehr genau abschätzen, aber als dieses Treffen vorbei ist, dieses Schurfix für diese Woche vorbei ist, geht er beseelt, beschwingt und mit Frieden im Herzen zurück und wieder seiner Arbeit nach. Die beklemmenden Ereignisse der vergangenen Nacht trafen die Gemeinschaft unerwartet. So wurden noch mehr Ängste und Sorgen geschürt und manch einer traf Vorkehrungen für sein Ableben. Der nächste Morgen wurde dazu genutzt, alles Erlebte zusammenzutragen, was die Gruppe bisher in Erfahrung bringen konnte. Pläne wurden geschmiedet, allen voran, ob und wie die mysteriöse Botschaft des Winterwolfes dem Souverän übermittelt werden sollte. Und da war noch dieser unerwartete Besuch. Mit festen Schritten betritt er euren Raum,
schaut euch alle noch einmal genau an. Bitte nehmt Platz. Ich deute auf eine Schlafkiste, auf so eine Bettkiste. Er schaut so und setzt sich dann auf den Sessel, der dort steht mit dem Tischchen, und setzt sich dorthin. Dann lehnt er sich ein Stück nach vor. Und dann sagt er, die Eskapaden der letzten Nacht habe ich nicht dem Herrn des Schlosses mitgeteilt. Und ihr fragt euch jetzt, warum habe ich das nicht getan? Dann lehnt er sich zurück und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und ihr habt nichts damit zu tun. Der Vogel stellt den Kopf angesichts dieses unerwarteten Gesprächsverlaufs sehr schräg. Sehr verantwortungsvoll. Man merkt die ehrliche Sorge und Ich sorge mich um meine Männer. Verantwortungsbewusstsein. Ja, es stimmt etwas hier nicht, das ist richtig. Das habt ihr bemerkt, obwohl ihr erst eine Nacht hier seid. Das, was uns nicht stimmt, was hier nicht stimmt, hat uns gestern ganz schön zugesetzt, ja. Er nickt. Und wenn ihr uns erzählen wollt, was eure Erlebnisse waren, so teilen wir gerne unsere mit euch. Leute verschwinden, die nicht verschwinden sollten. Meinen Männern wird bei der Wache die Kehle rausgerissen, ein Tor ist geöffnet, das per Befehl nicht geöffnet werden sollte. Ein junger Mann benimmt sich wie ein kleines wildes Tier und die Herrenhäuser verschweigen, was sie auch immer verschweigen wollen, was sie immer tun, wenn es mit uns zu tun hat. Aber nachdem wir es sind, die unsere Kehlen da im Schnee verlieren, würde ich gerne ein bisschen mehr wissen über diese Sache. Ich platziere mich einmal so, dass ich ein bisschen hinter ihm stehe und vernichtende Blicke zu ihm werfen kann, falls er tatsächlich anfängt, alle Informationen zu teilen, die wir haben. Schön, ja. Nun, Stolz Samu ist nicht ein normaler junger Mann. Nicht mehr ein normaler junger Mann. Ja, etwas dürfte mit ihm geschehen sein. Das ist richtig. Stolz Samu war immer ein aufgeweckter, junger Sprössling. Er war aber auf keinen Fall aggressiv oder wild. Nichts Seit davon macht wann Sinn. passiert das alles? Ich würde sagen, seit einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht. Das habe ich auch schon gehört von seiner Schwester. Mein Problem ist, dass ich nicht viel tun kann. Ich habe meine Aufträge, ich habe meine Aufgabe. Ich muss meinen Befehlen gehorchen, das tue ich auch. Aber eure Ankunft hier in diesem Schloss öffnet vielleicht Türen, die sich mir nicht öffnen würden. Heißt das, dass die Ankunft des Astrologen vor Beginn der Anfälle von Samu lag? Etwa ein Viertel bis halbes Jahr zuvor. Ihr seht, wie seine Augen so. Was wisst ihr denn über den Astrologen Alterius? Er ist ein komischer alter Kauz. War er immer schon so tattrig und... Also, er war immer schon so, ich habe nie etwas anderes von ihm gesehen. Aber er dürfte auf seinem Gebiet durchaus wissen, was er tut. Was ich so mitbekommen habe, sonst würde die Herrschaft sich nicht seiner Dienste bedienen. Und ja, ich weiß, er wirkt durch den Wind, wenn man so will. Aber tatsächlich verfügt er über die eine oder andere arkane Macht, wenn man es so nennen will. Glaubt ihr, dass er etwas damit zu tun hat? Ich glaube, wir glauben noch gar nichts, außer dass etwas hinter dem Verhalten von Samu stecken muss. Aber was? Wir sammeln Informationen und sind aktuell noch selbst betroffen durch die Ereignisse. Wir haben ja einen Mann verloren auf dem Weg hierher, wie man euch sicher vermittelt hat.
und auch ihm wurde die Kehle herausgebissen, was auf den ersten Blick durchaus etwas ist, das man einem Wolf zutrauen wollen würde. Aber meine Begleiter versichern mir, dass das Verhalten dieses Wolfsrudels nicht üblich war und sie wurden von einem Wag angeführt. Was äußerst unnatürlich ist. Dann die Sache mit der Ankunft hier und eurem Wachsoldaten. Dann die Geschichte, dass Stolzamo just in dem Moment, wo wir durch die Tür kamen, einen schweren Anfall erlitt. Ich streichle meine Armschiene. Dann die Geschichte, die uns in der Nacht geschehen ist. Es ist Kälte draußen, furchtbar. Wir vermeinten draußen etwas bemerkt zu haben. Ja, das habe ich bemerkt. Habt ihr tatsächlich etwas gesehen? Ja, das ist uns noch nicht ganz klar. Aber wir hatten unerwartet intensive Träume, die uns aufgestachelt haben. Was zusammen mit den anderen Ereignissen in mir den Eindruck erweckt, dass dieser Ort von einer Präsenz beseelt ist, die uns nicht wohlgesonnen ist. Ja, diesen Eindruck habe ich auch, aber nicht nur euch nicht wohlgesonnen ist, sondern euch, uns allen hier, die hier die leben. Sache ist die, der junge Samu ist vor ein paar Tagen, 6, 7 Tagen, hatte er wieder so eine Episode und ist seinen Wachen davongelaufen und wollte aus dem Schloss hinaus. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob euch das hilft oder nicht hilft. Das ist das Einzige, was in den letzten paar Tagen mit Samu geschehen ist. Ist Samu immer Tag und Nacht bewacht von 2 eurer Leute? Also, ja, nicht immer 2, manchmal ist es nur einer, der vor der Tür steht, wenn er seinen Trank bekommen hat. Dann ist er ohnehin ruhig gestellt. Und in den letzten Tagen war er relativ ruhig und unauffällig eigentlich. Beinahe schon lethargisch, könnte man fast sagen, bis zu dem Zeitpunkt, als ihr gekommen seid. Wer von euch kam denn auf die Idee, dass ihr mit Samu ausgerechnet nach Tannenwach zieht? Das war die Idee des Herrn. Des Herrn. Naja, es ist abgelegen, es ist sein Eigentum, es ist sein Besitz, Ja. es ist in dem Besitz der Familie seit vielen Generationen. Sie sind Jäger und ich glaube, es war für ihn die beste Möglichkeit, weit wegzukommen. Eine spontane Entscheidung, wenn man Wenn die ihr- Vorratskeller und eure Vorbereitung. Mehr als nur spontan, sagte er. Wir werden noch mehrere Runden brauchen, um in die Stadt zu fahren und neue Lebensmittel zu holen. Aber das ist nicht hier und nicht jetzt, sondern die Frage ist, was können wir tun? Der Sturm wird nicht bald verschwinden. Wir hatten vor, mit Souverän Enrik zu sprechen und ihn direkt auf das Problem mit Samu anzusprechen und unsere Hilfe anzubieten. Ich denke, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist, das vor versammelter Mannschaft zu machen. Ich bin mir nicht sicher, denke, dass- das sind die Eltern und wir. Also, wenn ihr auf das hören wollt, was ich euch zu sagen habe, und ich bin ein einfacher Soldat, aber meiner Meinung nach verhalten sich die Eltern von Samu nicht verdächtig. Im Gegenteil, sie wollen ihren Sohn schützen, sie wollen eine Heilung für ihren Sohn finden und sie versuchen ihn vor dieser Situation zu beschützen. Das sehe ich ein, das ist für uns unangenehm, aber wäre ich an seiner Stelle, würde ich wahrscheinlich etwas Ähnliches machen. Das bringt mich zu einer Frage, was machen die anderen Hochwohlgeborenen hier? Da kenne ich mich nicht so aus. Sind sie mit euch als gesamte Truppe hier angekommen? Ja. Wir sind alle hier von dort aufgebrochen und hierher gekommen. Ich denke, es ist irgendeine politische Machenschaft, das Zeigen von Zugehörigkeit oder einen Gefallen schuldig sein, diese Dinge, die Adelige halt so machen. Verzeiht, sagt er dann. Ihr habt völlig recht. Damit kenne ich mich nicht aus. Allerdings habe ich mitbekommen, dass ihr in diesem Keller irgendetwas entdeckt habt. Eine Leiche mit herausgerissener Kehle zumindest. Die war schon vorher da.
Gibt es in diesem Schloss Geheimgänge oder versteckte... Ich weiß es nicht. Ich bin Katakomben. kein Geheimgangssucher hier. Allerdings denke ich auch, dass ich gestern mitbekommen habe, dass es nicht nur um eine Leiche im Keller geht. Ich kann euch einen Vorschlag machen. Ich habe jetzt schon bekannt gegeben, dass die Küchenmannschaft, die Küchenbelegschaft nicht mehr in der Küche schlafen soll, weil die Küchentüre nicht gut zu versperren ist und wir alle einer gewissen Gefahr unterliegen. Das heißt, heute Abend wird die Küchencrew nicht in der Küche schlafen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie dürfen wir euch denn mit anreden? Nennt mich Herold. Okay. Aber nur, wenn wir unter uns sind. Sonst bin ich der Hauptmann der Wache. Wie seht ihr das? Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Durchaus. Ja, Ich gebe euch recht. Ich glaube, dass der Souverän und die Souveränin im besten Wissen und Gewissen für ihren Sohn handeln. Was nicht bedeutet, dass sie keinen Fehleinschätzungen unterliegen können über die Bedrohungslage oder die Leute, denen sie vertrauen. Natürlich nicht. Es geht um das Leben ihres Sohnes. Das sind Dinge, wo man manchmal vielleicht, wenn es um einem Nächststehenden geht, tut man manchmal unerwartete Dinge oder irrationale Dinge. Schau, verlegen. Im Wahnsinn. Er reagiert gar nicht auf das, er nickt einfach nur. Aber er ist der Souverän dieses Hauses und der Herr dieses Hauses. Es wäre, also wir werden mit ihm sprechen. Er hat uns auch um eine Unterredung bereits gebeten. Wir werden unsere Hilfe anbieten und uns versichern, dass das, was wir tun, im allgemein besten Interesse ist. Es ist uns klar, dass Samu der Erbe und einzige Sohn des Hauses ist. Das heißt, Naja, es gibt auch noch die Tochter. gut, letzten Endes sollten wir nichts tun, was das Leben des jungen Samu gefährdet. Er nickt. Das wäre mir sehr recht. Ich kenne ihn, als er noch anders war. Und das ist nicht natürlich, so wie er jetzt ist. Gab es irgendein Ereignis, das in Zusammenhang mit der Veränderung steht? Ist die Veränderung ganz plötzlich geschehen mit der ersten Episode oder hat sich das langsam eingeschlichen? Das kann ich nicht beantworten. Ich würde es gerne beantworten, aber das kann ich nicht. Ich habe das erste Mal gehört davon, als es schon klar war, dass etwas nicht stimmt. Behalt das im Kopf für die Unterredung mit dem Souverän. Das ist etwas, das er wissen sollte. Wann das konkret das erste Mal aufgetreten ist und in welcher Situation. Vor 7 Tagen wollte er dieses Jagdschloss verlassen. Ist ihm das gelungen? Nein, es ist ihm nicht gelungen. Es wäre für einen erwachsenen Mann nicht schwierig, die Mauern zu erklimmen. Und das Verschließen des Tores ist Tag und Nacht ein Befehl meinerseits. Somit konnte er nicht über die Mauer kommen und er hat es probiert, aber Wie lange hat sein Drang angehalten, das Schloss verlassen zu wollen? bis er den Trank von Valterius bekommen hat, vom Magister. Nach der Beendung dieser Wirkung war diese Episode wieder Ja, vorbei. und ab dann war sein Verhalten sehr ruhig, sehr lethargisch und kaum auffällig. Irgendetwas gesagt, dass er draußen etwas sucht oder irgendwo hin muss? Oder hat er nur geschrien, ich will hinaus? Er hat gebellt, er wollte hinaus. Er hat geknurrt und gebellt. Ja, ihr habt noch nicht alles gesehen, sagt er. Das, was ihr mitbekommen habt, offensichtlich gestern bei dieser Episode, war noch nicht alles. Der junge Herr läuft mitunter tatsächlich auf allen Vieren und das ziemlich behende. Interessant. Ich habe kurz eine Frage zu dem Traum, den ich in der Nacht gehabt habe. Der Wolf hat ja einen Stein umzingelt, gell? Oder er hat etwas umzingelt. Mach einen Weisheitwurf, Wisdom. Kannst doch vielleicht Insight wäre auch interessant.
21. Okay. Wenn du So jetzt den so, Kopf. du, Ist so kleiner. solche Ohren. Frostgnome haben in jedem Ohr noch ein Gehirn. Nein, du denkst jetzt das erste Mal so ein bisschen über diesen Traum wieder nach oder er fällt dir wieder ein, ja, so in dem Moment. Und in dem Moment denkst du daran und kommst drauf, Stein. Ah, nein, der hat nicht Stein. Du warst auf einem Baum, du hattest Pfoten, du hast Fell gehabt und der Stein war kein Stein, dieser Stein war Mauer und diese Mauer war ein Schloss, ein Jagdschloss. Aber für dein Wissen war das ein Steingebilde, einfach ein seltsames Steingebilde. Okay. Also wie gesagt, ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ich kann natürlich keinen direkten Befehlen widersprechen. Und meine Männer sind ohnehin, also ich habe sehr wenige Männer für diese Aufgabe hier. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht Männer zur Verfügung stellen, aber solche Dinge wie ein wenig helfen, um Sachen zu verheimlichen, die nicht unbedingt wichtig sind, oder eine Küchencrew in ein neues Zimmer zu bringen, das sind Dinge, die ich durchaus fahren lassen kann. Habt ihr irgendwie starke Eisen, mit denen man einen guten Hebel... Ein Brecheisen, Ja. das kann ich euch zukommen lassen. Sprecht mit Gulo, Okay. kennt ihr ihn, der Stallmeister, Ja. sagt er dann. Und Meister sagt er ein bisschen mit den Augenrollen. Ich bin Gulo schon begegnet. Wenn wir euch helfen können, eure Männer zu schützen, dann lasst es uns wissen. Ich denke, wir wollen hier alle lebendig aus dieser Situation herauskommen. Ich bin sehr froh, dass Evangelos euch gebracht hat. Ihr habt andere Möglichkeiten, als ich und wir es haben. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr in der Nacht eine Wache im oberen Stockwerk Ja, es positioniert? steht jede Nacht vor dem Zimmer des Stolz Samu eine Wache. Mindestens eine Wache. Wenn er eine Episode hat, 2 Wachen. Das heißt, wenn jemand, dort gibt es nur einen Gang, der alle Räume, die der Adel bewohnt, verbindet. Es gibt einen Gang. Ja. Wer hat vergangene Nacht? Da müsste ich schauen, wann. Sind immer wann dieselben genau. Nächte? Habt Ja. ihr eine Wachablöse? Sie oder haben steht- natürlich ein Wachrat. Aha, ja. Niemand will eine ganze Nacht vor dem Zimmer eines jungen Mannes stehen in einem kalten Jagdschloss. Aber ja, wir haben ein Wachrat. Deswegen habe ich ja auch nicht so viele Leute zur Verfügung, wie ich gerne hätte, um vielleicht... Und wo wohnt Valterius? Wo wohnt der Im Turm. Astronom? Im Turm. Da fällt euch ein, das Den ist haben wir dieses, wo ihr das Licht gesehen habt, so oben. Wenn man reinkommt, von Falkmar außen, gleich ebenfalls? auf der linken Seite. Ist das im selben Stiegenhaus, das alles verbindet? Erdgeschoss, erster Stock und Turm? Oder ist das ein anderer Aufgang, ein anderer Gebäudeteil? Nein, ihr kommt vom Erdgeschoss in den Turm. Das heißt, vorbei an dem Trakt der Adeligen, am Stockwerk der Adeligen. Nein, der Turm ist ein eigenes Gebäude. könnte eigene man sagen. Treppe. Ja, ja. Das hat nichts mit den Unterkünften Und der Falkmar Herrschaft zu tun. ebenfalls im Turm? Falkmar ist nicht im Turm, nein. Der hat ein Zimmer, das am Zimmer der Herrschaft angrenzt. Vielleicht könntet ihr uns diktieren, wer wo welches Zimmer bewohnt. Das kann ich euch aufzeichnen lassen, wenn ihr wollt. Ja. Wer würde denn direkt über uns am Gang Zimmer bezogen haben? Direkt über euch. Er überlegt kurz und dann sagt er, das wären wahrscheinlich die Herrschaften aus dem Haus Engel, denke ich, und Evangelas, und ein wenig weiter drüben beginnen dann schon die Gemächer des Souveräns und seiner Frau, Tochter, und das Zimmer von, der junge Stolz hat einen eigenen Raum bekommen. Aus Aus Gründen. Gründen.
Es wäre uns auch ganz angenehm, wenn es möglich wäre, dieses Fenster hier solide zu verschließen. Ich deute auf unser Schlafzimmerfenster. Solide zu verschließen. Das könnte ein bisschen schwieriger und langwieriger werden, aber ich werde sehen, was ich Vielleicht tun kann. zumindest ein Brett, das die Abmessungen Gulu des- ist ganz gut im Umgang mit Holz. Vielleicht kann sich er dieser Sache annehmen. Gut. Dann haben wir einen Plan. Einen Plan und Hunger, sagt Ja. er und klopft sich auf seinen Bauch. Wo wird denn das Frühstück eingenommen? Für uns in den Baracken. Für euch entweder in der Küche oder wahrscheinlich oben im Festsaal. Ja, Ich glaube, dort wird auch schon hergerichtet, was ich so mitbekommen habe. werde Falkmar aufsuchen. Sagt ihr mir, wo Falkmar zu finden ist? Überall. Nirgend und überall. Er ist dort, wo er gerade gebraucht wird. Aber wenn ihr Ausgezeichnet. nach Falkmar fragt, dann wird er wahrscheinlich bald erscheinen. Noch 3-mal seinen Namen rufen. Er schmunzelt. Habt ihr sonst noch, kann ich sonst noch irgendetwas für euch tun? Wenn nicht, dann sagt mir einfach Bescheid. Danke, das ist Zu späterer Zeit. sehr hilfreich. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich weiß es zu dürft- schätzen. ihr Ich dürft will auf uns- nicht noch mehr Männer verlieren. Wir dürft auf uns zählen, vor allem nach dem, was ihr bei uns getan habt, indem ihr unsere gestrigen Lapsus nicht publik machen Ich werdet. glaube, Eskapaden ist der richtige Ausdruck. Meine obere Schwester hätte dafür die Begrifflichkeiten grobe Dummheit verwendet. Das wollte ich nicht so ausdrücken. Ist ja kein Bedarf für falsche Höflichkeiten. Gut. Gut, dann lasst uns essen gehen. Ja, Ja, er steht auf, verneigt sich nochmal zackig und verschwindet dann nach draußen. Schließt die Tür. Gibt es sowas, dass ein Kind von einem Wolfsgeist besessen wird? Ist doch eindeutig. Wenn er knurrt und bellt, der Wolf, der in der Nacht zu dir kommt und sagt, er kennt das Revier deines Meisters an. Also ich denke jetzt an diesen Wolfsclan, aber diese Episoden haben begonnen, da war die Familie noch längst in der fliegenden Stadt. Er beißt die Kehle raus wie einer der Wölfe aus dem Wald. Kann man den austreiben? Kennt ihr sowas? Wenn es ein dämonischer Geist ist, wird es Möglichkeiten geben. Wenn es ein Wolfsgeist, wenn es so etwas gibt, ist, dann wäre das wohl eher etwas in euren Domänen. Ein Und Dämon? wenn es ein Zauber ist, Dann hilfst du uns. nur ein wenig eventuell. Zauber Wenn es, brechen kann ich wenn es ein Zauber ist, dann gibt es jemanden, der ihn gewirkt hat. richtig. Wenn jemand einen Dämon eingeladen hat, gibt es diese Person auch. Das ist grundsätzlich richtig, aber es heißt nicht, dass die oder derjenige hier sein muss. Richtig. Aber wenn es wir brauchen Zugang zu Samo und Samos Zimmer. Ich bin ziemlich sicher, dass in seinen Räumlichkeiten, dort wo er sich sicher und ungestört fühlt, Hinweise gibt, ein bisschen mehr darüber, was in ihm vorgeht. Wir haben auch noch den Trumpf, das Soul offenbar ein Reizwort für den Ja, jungen wenn Samo ist. wir ihn aufregen wollen, wird uns das ein leichtes sein, ja. Ich denke, dass das aber vielleicht nicht etwas ist, das den Hauptmann der Wache oder die Lordschaften besonders begeistern wird, es sei denn, es erfüllt einen bestimmten Zweck. Genau. Ja, dann sprechen wir jetzt mit dem Souverän. Ja, gehen wir. Aber lasst uns zuerst Kraft tanken und etwas essen. Frühstück hört sich gut an. Ich habe einen Bärenhunger. Haha. Keinen Wolfshunger? Das wollte ich so nicht sagen. Es wäre wohl nicht angebracht gewesen. Aber ja, Trotzdem werde ich vorher Falkmar suchen. Solltest zumindest aus dem Zimmer gehen. Hier so. Taucht Wenn du er auf hinter mir? rausgehst,
kommt dir Falkmar entgegen. Ja, Falkmar. Ich habe gehört, ihr habt nach mir gesucht. Stimmt. Der Souverän wollte eine Unterredung mit uns. Ist es vor dem Frühstück geplant oder nach dem Frühstück geplant? Und wo werden wir das Frühstück Von dieser einnehmen? Unterredung habe ich noch nichts gehört, aber ich wollte euch gerade holen, um zu sagen, dass das Frühstück gerichtet ist. Dann nehme ich an, es wird nach dem Frühstück soweit sein oder während des Frühstücks, wenn es euch so bequem ist. Nach dem Frühstück ist es uns bequem. Dann werde ich es dem Souverän so mitteilen. War das schon der Falkmar? Ja. Einfach so, bling. Ja, er ist den Gang entlang gekommen, wie du rausgegangen Sehr bist. Ja. praktisch. Ein Zufall. Okay. Ihr wisst, wo ihr zu speisen habt. Ihr müsst verzeihen, ich habe noch zu tun. Er verneigt sich. Und dann? Dann machen wir uns mal vielleicht ein wenig frisch und schlupfen in. Ist ja das Wasser von dem Becken schon kalt? Ich habe mich schon gewaschen, also während dem Gespräch schon. Ich nehme das kalte Wasser. Es ist ja nicht Heißes eiskalt. In dem Zimmer ist es ja auch nicht eiskalt. Ihr habt ja dafür gesorgt, dass in der Nacht immer ein gutes Feuerchen war. Das Wasser ist natürlich nicht mehr heiß, aber es ist auch noch nicht eiskalt. Somit kann man sich durchaus trinken. Können wir uns mit nassen Fetzen schlagen? Wie groß war die Schale? Das hätte ja eigentlich im Bad sein können für mich. Du hättest dich fast reinsetzen können. Ja, war schon. So, während dem Gespräch mit der Wache. Müssen wir aufpassen, dass wir den Gnom nicht mit dem Bade ausschütten, gell? Ja, Ja. so geht ihr Okay, Frühstück. frisch gemacht nach oben. Die Treppen hinauf. Tatsächlich, wenn ihr in die Eingangshalle kommt, in den Vorraum, von euch aus gesehen geradeaus wäre der Eingang zu diesem Turm. Und rechts von euch gehen die Treppen auf beiden Seiten nach oben in diesem Hauptsaal, könnte man sagen, der sich überhalb der Küche befindet. Es gehen 2 Treppen nach oben. Links und rechts geht eine Steintreppe nach oben. Die trifft Die sich begegnen oben. sich Genau. Das ist wunderschön. Das ist eigentlich schön gebaut. Es ist zwar robust und so rustikal, aber ist trotzdem schön gemacht eigentlich. Also das ist schon... Das ist der einzige Aufgang in das obere Geschoss. Genau, ja. Keine Bedienstetentreppe irgendwo. Hast du zumindest noch nicht gesehen. Aber du weißt ja aus Erfahrung, dass Bediensteteneingänge manchmal tatsächlich gut verborgen sind und gar nicht mit freiem Auge gleich zu erkennen. Also es kann durchaus sein, dass es hier Bedienstetengänge und so Geschichten gibt. Ja. So geht ihr die Treppen nach oben und diese doppelflügelige Tür steht jetzt offen. Die ist nicht geschlossen. Und wenn ihr reinkommt, seht ihr auch schon, dass ein paar Leute sich tatsächlich schon in diesem Frühstücksraum befinden. Der Souverän Enrik mit seiner Frau befindet sich drin, ihr Sohn befindet sich auch drinnen mit den Wachen, die hinter ihm stehen. Die ein wenig dicklichere Frau aus dem Haus Walpurg, die ihr gestern kennengelernt habt, sitzt auch schon dort und streicht sich ein Brot dick mit Butter oder Schmalz, was auch immer es ist, gerade an. Die Waltruda ist das, oder? Genau, die Waltruda. Und ihr Sohn sitzt auch Walpurga. dort. Walpurga, Entschuldigung. Walpurga. Ja. Sie? Nein. Nein, Waltruda. Nein. Waltruda aus dem Haus Walpurg. Ja. Ja. Waltruda aus dem Haus Walpurg. So ist es. Das 8. Haus ist das Haus Walpurg. Der ehrenwerte Herr Bodo ist noch nicht da oder ist nicht mehr da. Man kann es nicht wirklich sagen. Ebenso hier ist die Freiherrin Isolda und ihre Tochter. Der Erik und der Ehrengard sind beide auch nicht mehr oder noch nicht da. Und wenn ihr reinkommt, seht ihr, dass die Tafel wieder so aufgebaut ist wie gestern. Das heißt, dieses U, aber nicht mit euch jetzt so in der Mitte, sondern eine Seite wurde halt zugemacht. Das ist jetzt mehr so ein O, könnte man fast sagen, oder ist was in die Richtung. War der Samu schon da? Der Samu ist da. Ja, dann würde ich, wenn ich das sehe, ich gehe voran, zu dir sagen, ich würde dich bitten, betritt einige Sekunden nach uns, 20, 30 Sekunden nach uns, den Raum. Ich möchte schauen, ob Samu auf dich speziell reagiert. Und hätte ich vorgeschlagen, in der Küche zu essen. Um kein Aufsehen zu erregen. Ja, Ich muss jetzt dazu sagen, ihr steht jetzt vor offenen doppelflügeligen Türen und schaut dort rein. naja, Und die Leute sehen euch natürlich, wenn sie rausschauen. Also ihr ich habe wurdet das schon ein bemerkt, bisschen ja. getimt, dass ich vorangehe, reinluge Ja, und mich dann umdrehe. Ja, klar, du kannst stehen bleiben Genau. und nach hinten reden, aber du wirst auf jeden Fall schon gesehen. Ja, ne? das ist Ja. in Ordnung. Der
Eissegler noch nicht abgefahren ist, dann können wir das natürlich so machen. Dann gehe ich in die Küche essen und du holst mich, wenn du mich brauchst. Dann komm einfach eine Minute nach uns. In Ordnung. Ja, dann betrete ich einmal den Raum frisch, fröhlich und werde eine Runde gehen sogar. Guten Morgen. Oh, aus dem Haus Waldburg, die Waltruder schaut dich an und so, junger Mann, sagt sie und richtet sich auf. Und du siehst, sie hat jetzt schon Make-up aufgepudert im Gesicht und richtet sich, wenn du kommst, gleich so ein bisschen auf und ihr Dekolleté spannt sich ein bisschen und sie schaut dich an und ein bisschen so. Ihr müsst hervorragend geschlafen haben, ihr seid formidabel. Man sollte es nicht glauben, sagt sie dann aber in diesen Gemäuern. Es ist ein rustikales Nachterlebnis. Ich schlafe wunderbar hier. Das freut mich sehr. Es muss die Luft sein oder so. Es ist ein Traum. Man sieht es auch ein bisschen an meinem Teil, würde ich sagen. Allerdings. Ich schlender gleich weiter. Gutes Frühstück. Wann mein eigentliches Ziel ist, nach ein bisschen kurzen Floskeln dort und da, das Samu. Tatsächlich. Der sitzt Stolz dort. Samu, guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Er schaut auf von seinem Teller, auf dem liegt so ein bisschen Wildbrett und Brot, was du siehst. Er schaut auf, schaut dich an, ein bisschen abschätzig von oben nach unten. Dann schaut er wieder auf seinen Teller und nimmt ein Stück Fleisch, reißt was runter. Desorientiert oder hat er diese Attitüde, die er gestern hatte? Er wirkt nicht desorientiert, seine Augen sind klar, er hat dich genau gemustert und angeschaut. Ja, aber und dieses abfällige... Ja. Was ich vergessen habe, im Hintergrund seht ihr den Evangelas sitzen, dort im linken hinteren Eck. Der hat gerade seine Laute und dürfte gerade beginnen, das herzurichten, damit er ein bisschen angenehme Frühstücksmusik machen kann. Und wenn du reinkommst, dann nickt er dir zu und hantiert mit seiner Laute eben. Aber ja. Gut, ja, dann was. Ich wollte ihn nur kurz ansprechen und dann eine Runde fertig. Ja, und souverän nickt dir natürlich auch zu, ebenso ja. wie die Freiherrin und ihre Tochter. Dann warte ich darauf, dass Cleon hereinkommt und schaue mir dabei den Samu. Ja, ihr anderen könnt auch reingehen. Genau. Ich gehe einfach In der zum Tisch Zwischenzeit- und mag essen. Euch wird zugenickt Ja. und du Meine raus. Ohren sieht man wieder Deine Ohren. Zum Tisch. zum Platz. Und Ja, wenn du dann kletter ich hingehst, grau siehst hoch. du, dass jemand an dich gedacht haben dürfte und auf einem Platz sind ganz viele so Polster übereinander gelegt und das Ganze ist mit einem Tuch unten zusammengebunden offensichtlich, damit du ein bisschen höher sitzt. Sehr schön. Echt schön. Du hast gesagt, dass du mein Kind bist. Also ich gehe da jetzt mit dir hin und ich nehme dich und platziere dich so auf den ganzen Stapel Pölster. Habe ich das gesagt? Das Hab ich hast du vergessen gesagt. schon. Okay, Irgendwer hat das angenommen und du hast dann gesagt, ja. Okay, ja, Also kurz ich bin werde ich habe schon vergessen. Und dann kurz bin ich schiebe ich dich zum so. Tisch hin, so bitte. Ich setze mich neben dich. Ja, ja ihr zwei sitzt jetzt. Einen für die Mama. Moment. Das mache ich schon selbst. Der Souverän sagt dann, ich hoffe, ihr hattet eine einigermaßen angenehme Nachtruhe. Es war ein bisschen etwas los, habe ich gehört, aber der Hauptmann der Wache hat mir gesagt, alles wäre in Ordnung. Also hoffe ich, dass ihr euch ausruhen Wir konntet konnten uns Echt ausruhen. von eurer Reise. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann zu guter Letzt, Gott sei Dank, hat er mir die Frage nicht gestellt. Marschiere ich dann auch herein, so, als ob ich länger gebraucht hätte, was natürlich nicht stimmt. Ja. Wenn du reinkommst, fällt dein Blick, lieber Fabuland, natürlich sofort auf Samu und wahrscheinlich auch euer Blick. Und tatsächlich siehst du, wie der Samu langsam aufschaut, den Klun sieht und dann so zu lächeln beginnt und fast ein bisschen zu viele Zähne zeigt bei diesem Lächeln. Und dann nimmt er ein Stück Fleisch von seinem Teller und reißt es mit seinen Zähnen hinunter und beginnt lautstark zu kauen daran. Ja, ich mache auch eine Runde, grüße jeden einzelnen Ehrengast,
persönlich. Walpurg gesagt, soll mit euch? Soll mit euch. Möge er über euch wachen. Ach, das ist zu gütig von euch. Nehmt ruhig Platz. Und dann natürlich zum Souverän. Salutier. Auch zum Stolz Samo. Guten Morgen, junger Stolz. Er nickt dir zu, du vorbeigehst und er dreht es den Kopf so nach. Ich möchte jemanden finden, der mir so nachsieht, wie Stolz Samo es tut. Gut, und dann setze ich mich zum Frühstückstisch zu meinen Kameraden. Dann siehst du, wie der Stolz Samo zu seinem Vater schaut und sagt, Vater, gibt es vielleicht auch Geflügel zum Frühstück? Und der Souverän sagt, ja Sohn, vielleicht haben wir noch ein wenig von gestern übrig. Ich werde nachfragen lassen. Beim zweiten Mal kommt er nicht mehr so gut. Verliert ein wenig an Effekt, nicht wahr? Ja. Um so so beginnt- zu machen, ich frühstücke betont fröhlich, führe ein bisschen Smalltalk, ich bezwecke nichts Besonderes. Die Ilva wird ein bisschen charmant mit einigen Worten bedacht. Schaue, ob ich mit ihr ein bisschen ins Plaudern komme. Und das war's von meiner Seite. Gut. Ja, die plaudert charmant zurück und du kannst mir einen Wahrnehmenwurf machen. Nichts sehr gut. Und zwar, Eher schlecht. Na, insgesamt sind es 7. okay, ist hervorragend. Ja. So ein angenehmes Frühstück eigentlich, bis auf diese leichten, komischen Blicke vom Stolz Samu. Das Frühstück ist unerwartet gut. Es ist Honig da, es ist für bekannt gesorgt, es ist für süß gesorgt, es gibt Tee und wenn jemand Frühstückswein will, gibt es den auch. Das Frühstück ist angenehm sonst. Ich esse alles und koste alles und Ja. trinke alles. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber mir ist der Widerwille ob dieses Gelages deutlich anzusehen. Also, da fühle ich mich nicht zu Hause und es ist eher so ein beklemmtes und Schauen und die mechanische Notwendigkeit des Essens erledigend und eigentlich eher schon darauf schauen, nachher dann bald wieder etwas tun zu können. Ja. Frag mal so ein bisschen in die Runde, einzelne Personen nicht laut, wie die Tagesgestaltung hier so stattfindet, was zur Unterhaltung getan wird, was es schon Pläne gibt. Die Waltruder übernimmt sofort das Wort und sagt, also normalerweise hoffen die Herren immer, dass es eine Jagd geben wird. Das ist das allererste, was sich die Herren wünschen, wenn es das Wetter erlaubt. Ich glaube, mein Mann ist sogar schon soweit, seine Ausrüstung zu pflegen und herzurichten für eine etwaige kleine Jagd heute, wenn es das Wetter zulassen wird. Und wir Damen des Hauses, manche bleiben dann hier und viele andere gehen mit zur Jagd, je nachdem, wie es uns gefällt. Es ist ja schon sehr kalt draußen, also man muss ja nicht überall dabei sein. Und es ist ja auch sehr schön hier im Schloss, nicht? Das ist hervorragend. Wenn man im Schloss bleiben will, findet man schon etwas, was man tun kann. Ja, bestimmt. So, call me. Gut, also wenn wir fertig sind, würde ich sagen, wir ziehen uns zurück. Musst du dem Vogel nicht zweimal sagen? Ja. Er springt sofort auf. Die passenden das höflichen Frühstück. Worte. Frühstück wird erledigt. Irgendwann, kurz bevor er geht, kommt noch der ehrenwerte Herr Bodo aus dem Haus Walpurg rauf. Er hat schon Jagdkleidung an,
ja, was ein bisschen fehl am Platz wirkt, fast hier herinnen. Seine Stiefel, seine Fellstiefel, die Lederstiefel, die super glänzend sind, schön herausgeputzt. Er hat sogar eine Armbrust dabei, die er dann auf den Tisch legt. Ziemlich stolz, nicht gespannt natürlich, aber er legt sie auf den Tisch. Auch die ist gepflegt und eingewachste Sehne und das Holz. Alles hervorragend. Und Ich lege einen Blick aus dem Fenster auf das Wetter. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen, aber du hast jetzt keine Ahnung, ob man Nein, schon ich hab keine jagen Ahnung. kann. Es schneit ein wenig, es ist kein Sturm. Ich werde einfach Valkyrie. Ich schau mal zum Fenster. Das wirkt ein bisschen zu zuversichtlich, würde ich sagen. Ich will Geflügel im Schloss jagen. Ich gehe. Ja. Na gut. Ihr verlasst dieses Team. Aber wo geht's hier hin? Frühstück fertig. Ich werde dem. Bevor wir den Raum verlassen, greife ich dich an der Schulter und sage, sollten wir uns nicht noch mit dem Souverän zu der Unterredung treffen? Ja, auf jeden Fall. Ich werde Falkmar danach fragen. Dann würde ich sagen, ich glaube, es gibt ein paar Sachen zu tun. Ich würde gerne in die Stallungen gehen zu Gulo, dem Stallmeister. Möchte jemand mitkommen? Ich Das komme mit. besprecht sie aber nicht mehr oben, sondern oder Beim doch. Rausgehen. Ja. Beim Das Rausgehen. ist noch Ja. höheren. Das ist ein Zweck, das ist noch mit höheren. Na, also ich habe es jetzt nicht laut, Okay. also ich sage es nicht mit erhobener Stimme, sondern Okay. Ja, nur für euch gedacht Genau, im ja, Prinzip. wirklich. Ja. Aber Aber auch nicht Falkmar- heimlich. Nein, es ist, Ja. es ist mir jetzt an und für sich, wüsste ich nicht, was es daran zu verbergen gilt. Ja. Weil dafür sind wir ja Ja. angeheuert. Ich werde den Falkmar, der wird sich irgendwo hier herumtreiben, nehme ich an. Was machst du? Ich gehe nach draußen, schaue mich nach dem Falkmar um. Drehst dich nach links. Du siehst, wenn du rauskommst aus dem Speisesaal oder aus dem Festsaal, könnte man sagen, gehen links und rechts diese Treppen nach Ja. unten. Ja. Du siehst auf der linken Seite eine Tür und dort nimmst du an, sind die Trakte für die ehrenwerte Gesellschaft. Die schlafen dort drinnen. Ja, also die Ja. adeligen Häuser und alle die. Diese Türe ist allerdings geschlossen. Der Falkmar ist dort nicht zu sehen. Oder wenn er drinnen ist, siehst du ihn nicht wegen der Tür. Aber ja, Falkmar? ja. Ihr steht Ich jetzt geh da dann oben nach- oder gehst runter. Ja, wir wahrscheinlich. gehen nach unten. Ja. Wenn ich unten angekommen bin, irgendwo vor der Küche ist das dann, nehme ich an, rufe ich nochmal Falkmar. Dann öffnet sich die Tür, die zu euren Gemächern und zu den Gemächern der Bediensteten geht. Und er hat ein Klemmbrett oder so etwas in die Richtung, mit einem Schreibstiel, mit einem Federkiel. Und er tunkt den gerade ein, also auf seinem Gürtel hat er so ein Tintenfässchen, da tunkt er gerade ein, kommt zu dir und sagt, was kann ich tun? Gibt es schon einen Termin für unsere Unterredung mit dem Souverän? Ja, nach dem Frühstück gebt dem Souverän noch eine halbe Stundenkerze und dann wird er euch erwarten. Wo wird die Unterredung stattfinden? In seinen Gemächern. Wenn ihr raufgeht, geht ihr durch die erste Türflucht durch, bis zur zweiten. Durch diese geht ihr ebenfalls durch und am Ende seht ihr die Tür zu seinen Gemächern. Oder ihr ruft nach mir und ich bringe euch hin, wenn das euer Begehr ist. Danke. Gerne, gerne. Der geht vorbei und kritzelt irgendwas auf dieses Klemmbrett. I'm done. Ich würde mitkommen mit dir. Mhm. Vielleicht können wir dann zu Ludger gehen, Das können, der ja vielleicht was weiß. das können wir sicher tun. Ja, das ist eigentlich gleich ums Eck von dort, die Baracke. Dann gehen wir, oder? Und übernehme sozusagen die Führung, schreite durch die Halle, öffne diese, trete hinaus, dieses Mal ein wenig wärmer gekleidet, wohlgemerkt. Also das heißt, ihr holt zuerst Ja, eure Kleidung genau. und zieht euch dem Wetter entsprechend an. Ja, das ist gut. Ich komme mit. Ich komme auch mit. Ja, du kommst nicht mit. Ich werde mich anrüsten, während ihr unterwegs seid. Trete raus, atme dreimal tief durch, schaue mir jetzt auch das Wetter an. Es schneit noch, nicht zu stark. Es fallen so ein bisschen Schneeflocken herab. Der Wind hat sich ein wenig beruhigt. Ihr könnt mir aber einen Survival-Wurf machen. Ihr drei.
glaube, ich habe das Proficient. Überleben. Jawohl. 4, 7. 4, 7. Was ist das? Brr, schon kalt. 15. 15. Ja. Ja, könnte ein akzeptabler Tag werden, denkt ihr euch. Die ist relativ klar. Das ist so ein bisschen wieder zwischendurch mal ein Erholungsverschnaufen des Wetters, aber das hält vielleicht eine Stunde oder 2 an und dann geht's wieder dahin. Das Viel wird, besser heute. ich glaube, das wird wohl nichts mit der Jagdgesellschaft. Oh, schaut gar nicht so schlimm aus. Gibt dem Ganzen noch ein wenig Zeit. Und schreite weiter zu den Stallungen. Mhm. Sind die geöffnet oder ist Nein. die Box geschlossen? Die Box ist geschlossen. Okay, ja. dann klopfe ich an, bevor ich antrete. Gulo, dürfen wir eintreten? Ja, aber ihr könnt nicht, Weil? Dann hörst du schlurfende Schritte. weil der Balken vor dem Tor ist. Öffnest du uns die Türe? Ja, Dann hörst du ein Krick-Krack von diesem Balken, offensichtlich. Ein scherendes Geräusch. Und dann geht die Tür auf und ihr habt ihn noch nicht gesehen. Ein ziemlich alter Halborg schaut bei der Tür raus. Ein weißer, zerzauster Bart. Eine Mütze, eine Fellmütze auf, wo die Ohren so ein bisschen nach unten noch gehen. Er dürfte hinten auch langes weiß-graues Haar haben, das ihm aus dieser Fellmütze raussteht. Und er schaut so raus und er sieht dich als allerersten und dann siehst du, wie seine Lippen so ein bisschen ein Schmunzeln bekommen. Du siehst seine Hauer unten, die Zähne, die rausschauen. Und er sagt, ihr seid der neue Jagdmeister, kommt rein, sagt er dann und macht die Tür auf und geht rein. Ja, ich lasse es jetzt einfach stehen. Ja. Beim Eintreten sage ich, darf ich dir meine Freunde vorstellen? Das Ja. sind Valkyrie, Bix, Abulant und du bist jetzt Nicht da, nein. Du bist nicht mitgekommen, okay. Er geht zum Pferd und tätschelt es ruhig, alles gut, das ist der neue Stallmeister, sagt er dann und tätschelt dich so. Nicht dich, das Pferd. Der tätschelt dich so. Nein, er tätschelt das Pferd so. Und dann schaut er so und schaut euch an und dann schaut er dich an, dann lächelt er, wenn er dich sieht und sagt, von meinem Blut, sagt er dann und schaut dich an und sagt, oh, anderes Blut. Und dann macht er das Zeichen Souls. Ganz geheim, aber eindeutig zu sehen. Ja. Und dann schaut er noch so, weil du hast noch jemanden erwähnt. Und der Schöne schaut, Mütze. Der ist groß. Der ist wirklich eigentlich groß. Der ist ein bisschen gebückt und ist trotzdem recht groß. Ja. Und dann, Schöne Mütze. oh, klein. Sagt er, klein. Ja, schöne Mütze, sagt er. Ulo, hast du ein Brecheisen? Ja, Ich würde eins brauchen. wofür? Für Arbeiten. Aha. Ja, er geht zu einem Ding, wo offensichtlich Werkzeug liegt. Das ist ein Besen und ein Eimer und allerlei Sachen. Dort kramt er unter Fellen herum und dann holt er ein Brecheisen raus. So ein richtig schönes, großes Ding. Ja. Und geht zu dir, schlurft so ein bisschen zu dir. Das hat ein ganz schönes Gewicht. Das ist ein schönes Stück, das du da hast. Das Eisen. Er nickt. Ich weiß nicht. Er schaut, aber dann nickt er. Du sagst das Eisen, dann nickt er. Ich leg's auf die Schultern und Nicht gut in der Hand, gell? geh dann. Er beugt sich zu dir vor, ein bisschen verschwörerisch, ja, und dann flüstert er viel zu laut, flüstert er, habt ihr den Jagdmeister schon gefunden? Nein. Weißt du, wo man suchen könnte? Er nickt. Wo denn? Hier im Schloss. Was hast du gesehen? Ich habe es nicht gesehen.
Was hast du nicht gesehen? Er grinst. Das ist eine Fangfrage? Nein, es ist ehrlich Interesse. Aha, na dann. Er hat das Schloss nicht verlassen, das weiß ich. Wo hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Hier bei mir. Bei dir? Ja, wir waren gute Freunde, wir sind gute Freunde. Außer er hat mich hier alleine zurückgelassen. Und hat er dir gesagt, wo er hin wollte? Nein. Da hast du gesehen, wohin er gegangen ist. Raus, er zeigt zum Tor. Es war spät. Zum Schloss, also Nein. zum Schloss, Tor von der Stallung, okay. Ja. Ich verstehe. Und ihr habt euch gemocht? Böser Blick auf die Valkyrie. Er schaut dich ein bisschen verwirrt an. Ihr wart gute Gott. Freunde. Ja, er war mein Freund. Okay. Ich lasse ihn stehen und gehe jetzt mal zum Schlitten hin, zu unserem. Ja? Ja, und mache mich an den Verschnürungen zu schaffen, öffne eine Kiste und hole einen Ledersack heraus, ja. Der recht schwer aussieht, und lasse den wirklich also auf den Boden fallen. Und das, was euch vielleicht auffällt, ist, dass es dann so ein metallisches Geräusch macht. Also ein Scheppern. Das scheppert. Ja. Wir wollten noch in die Baracke, nicht wahr? Ja, Die ist dort. Das weiß ich. Danke. danke. Fabuland ist die ganze Zeit herumgehirscht, während du da redest. Und hatte immer wieder ein Seil, das könnten wir doch brauchen. Und eine Laterne. Wenn und du, das vielleicht wenn du noch. da drinnen tatsächlich herumhirschst, Ja. du siehst, auch so wie er schon erzählt hat, auf der linken Seite siehst du, also gleich wenn man reinkommt, sieht man diesen Segler, der relativ viel Platz einnimmt. Das ist ein großer Schlitten, wo man Segel drauf kann, ein Eissegler. Das ist fast wie ein Boot, das auf Schnee und Eis verwendet werden kann. Also ein Schiff, nicht ein Schiff, ein Bötchen halt, ne? Und wenn du nach rechts gehst, links ist das Pferd, das du siehst, und wenn du dann rechts hingehst, dann ist es ein bisschen, für dich, du siehst ja auch in diesem Halbdunkelgut, das momentan herrscht in dieser Stallung. Wenn du dort hingehst, siehst du einen Vogel stehen, und so der Vogel ist so wirklich groß, hat also größer als ein Vogelstrauß, viel voluminöser, mit festen Beinen und einem Schnabel, der ausschaut wie so eine Axt oder ein Eispickel oder sowas in die Richtung. Also der ist vorne richtig gebogen, und der steht in einer der Stallungen und schaut dich an, und wahrscheinlich hast du von so einem Vogel schon mal gehört. Das ist ein tatsächlich Eispickelschnabel, so nennen sich die Dinger. Ein Vogel, der hier lebt und der oft verwendet wird, um Schlitten oder dergleichen zu ziehen. Ich mache um beide Ja, der Tiere schaut dich hungrig ein bisschen ich an. mache um beide Tiere einen großen Bogen. Ja. Weder das Pferd noch der Vogel ist Sein mir sehr Kopf geheuer. guckt dir nach, wenn du vorbeigehst. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt abenteurermäßig, das denke ich bei mir Also insgesamt, du eindecken und bringen dauernd irgendwelche Seile Seile und Tücher und Fabuland? Laternen und Fackelreste. Und Das ist kein Selbstbedienungsladen. aber können wir das nicht brauchen? Nur das Notwendigste. Aha. Na gut, dann können wir vielleicht das Hufessen da lassen. Ganz sicher. Das brauchen wir nicht. Gut, die Sachen, die du zusammengesucht hast, das macht schon Sinn, aber wir lassen sie noch hier, ja, und holen sie später. Was macht ihr mit meinem Seil? Wir borgen es uns aus. Wir bringen es dir aber wieder. Genauso wie das Brecheisen. Aha. Gut. Ja, das ist gut. Gut, dann danke, und dass du dir die Zeit genommen hast, und verzeih die Störung. Ja, ist in Ordnung. Und Okay. ich gehe raus. Zu den Ja, gerne. Die Baracken sind nicht verschlossen, nicht versperrt. Ihr seht auch natürlich draußen beim Tor steht eine Wache. Ihr seht einen gerade, der durch den Innenhof geht, der ohnehin nicht riesig groß ist, aber der halt Sachen überprüft und dich dann wieder hinstellt, auch zum Tor. Also sie sind zu zweit.
bei diesem Tor. Wenn ihr zu den Baracken kommt und die aufmacht, schlägt euch sofort der typische Barackenduft entgegen. Eine Mischung aus Schweiß, Tabak, Alkohol, noch mehr Schweiß und sehr wenig Lüften. Das ist das, was euch so gleich mal entgegenkommt. Und die Stimmen der Wachen, die da drinnen reden, plaudern, lachen, sich unterhalten. Ich schaue mal gleich, ob ich den Ingolf irgendwo sehe von gestern. Den siehst du, ja, tatsächlich. Ja. Er sitzt und dürfte gerade ein Fett irgendwo, in Waffen, in seine Schwertscheide einfetten, das in die Richtung machen. Dann gehe ich gerade zu ihm hin. Ingolf, wir suchen Lothar. Ja. Schaut zu einem der Betten, die dort sind, deutet hin und nickt dann. Danke dir. Und mach mich weiter. Ja, gehst dorthin, dort liegt jemand auf einem der Betten. Seid ihr Lothar? Richtet sich auf, so halb. Ja, ich bin Ludger. Eine Wer bist Freundin. du? Mein Name ist Ephraim. Ich bin vom Elchclan. Eine Freundin von mir hätte ein paar Fragen an dich, wie du an eine Armschiene gekommen bist. Das geht dich einen Scheiß an. Er legt sich wieder zurück. Nimm die Armschiene und drückst ihm so ins Gesicht. Wo hast du die her? Er drückt die Armschiene weg. Okay, was soll das? Ich hätte es auf den Nette versucht. Er schaut dich an und dann siehst du aber, wie er so kurz schaut. Du kannst mal machen einen Intimidation-Check vielleicht. Mal. Okay. Du kannst aber deinen Stärkebonus dazu verwenden. Gell? Du musst nicht Charisma nehmen, sondern kannst stattdessen. Okay, dann habe ich 18. 18? Ja, du siehst, wie er kurz schluckt. Ja. Aber er setzt sich dann trotzdem auf. Ja, außer du lässt ihn nicht und drückst ihn wieder runter. Aber er setzt sich dann so auf und dann spuckt er irgendwas aus und sagt, was für ein Armreifen. Die Armschiene hier. Wo hast du die her? Er nimmt sie. Habe ich noch nie gesehen. Hast du nicht gesagt, dass... Das haben wir gleich. Jetzt drehe ich mich um, gehe nochmal zum Ingolf und sage, Ingolf. Du brauchst nicht hingehen, das ist nicht so groß. Ingolf, komm mal her. Der Ingolf legt die Sachen ab am Tisch, steht auf und kommt zu dir. So. Von Ingolf weiß ich, dass er die Armschienen von dir hat. Ja, du siehst, wie die Augen sich so ein bisschen zu Augenschlitze formen und er den Ingolf anschaut mit so ein bisschen einem Blick. Und der Ingolf sagt, ja klar habe ich die von dir. Na und? Was soll's? Ich will wissen, wie die Armschiene vom Schneeleopard-Clan von meiner Schwester bei dir gelandet ist. Ich habe sie gekauft. Von? Einem Händler. Wo? Alle, die dort sind, können einen Inside-Check machen. Neun. 22. 5. Was ist mit dir? Ich mag auch so gut würfeln können, bitte. Sind ihre 2 Kobold-Zusatzgehirne. Meine drei Kinder. Ja. Ich finde es gut, dass ich nicht dabei bin. Das gibt euch ganz andere Möglichkeiten. Weil du wärst der Aufpasser. Ja, der weiß also, worum geht's da? Könnte man den bitte nicht da? Ich mache gar nichts. Von einem Händler. Wie hieß denn dieser Händler? Was frage ich einen Händler nach seinem Namen? Herwig oder Hedwig oder irgend so wie wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht. Wisst ihr denn, was mit Händlern passiert? Nicht. Das kann man abschneiden. Ich bin nicht sehr geübt in Intimidation. Du bist beim sehr kleinen Intimidation. Wisst ihr denn, was mit Lügnen passiert hier in der weißen? Nein, erzähl's mir, kleiner Gnome. In der weißen. Ja, sie werden
jungen, wütenden Ork-Damen zum Fraß vorgeworfen. Ja, na, beruhigt euch. Ja, ist eine Armschiene. Schneeleoparden, Clan, Wolfsklan, ist ja völlig egal, oder? Ich meine, ist ein gutes Wir verkaufen die Kleinod. nicht. Wo hast du die Armschiene her? Das sag ich doch, ich habe sie gekauft. Wo hast du sie wirklich her? Naja, so ein Händler in Telfheim. Er lügt. Willst du das wirklich glauben? Wo hast du sie her? Soll ich es langsam sagen? Sollst die Wahrheit sagen. Von einem Händler in Telfheim. Außerdem gehört sie gar nicht mehr mir, sie gehört ihm. Warum fragt ihr nicht ihn? Weil er sie nicht von irgendwo hat, sondern von dir. Habe ich eine Waffe an mir? Ich habe einen Dolch, oder? Sind die nicht die Schöne Waffe, ich habe einen Dolch. Ja, ganz gerne Dolch ich nehme ganz stark an, dass du bewaffnet bist. Ja. Unsere Allianz Okay. mit den Wachsoldaten. Naja, nicht mit dem. Also ja, ich es sind schon einige greife zu Leute meinem da. Dolch. Ja. Er schaut so, wenn du zu deinem Dolch greifst. Und sagt er, ich würde mir gut überlegen, was du jetzt machst hier in dieser Baracke. Aha, gleichfalls. Und der Ingolf sagt zu ihm, wieso? Was glaubst du, dass passieren wird in dieser Baracke, wenn sie ihren Dolch zieht? Glaubst du, dass alle aufspringen werden, um dich zu verteidigen? Ich sehe nichts, sagt er und geht zurück zu seinem Tisch, wo er sich wieder hinsetzt. Und der Typ sitzt so dort und ist so auf, ja, na und? Also noch einmal, diese Armschiene. Ja. Ja, ich habe sie von Linhard gewonnen. Beim Würfeln. Hast du nicht vorher gehabt? Linhard haben wir gestern geborgen. Ja. Ihr seht halt schon, ihr anderen, ihr zwei redet jetzt gerade, aber ihr seht schon, dass die anderen zuschauen, ja, bei der Geschichte, aber keiner von denen macht jetzt den Eindruck, als würde er dem Typen zur Hilfe kommen, wenn da jetzt irgendwas Orges drin passiert. Sehr nett. Ja, also die schauen alle interessiert zu und ihr seht eine von den Wachen, die redet gerade mit einem anderen und sagt, na und? Ich gehe ein Gold auf die Halborgfrau. So. Beliebter Mann. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es zuerst gehabt hat. Der Ingolf hat's gehabt. Ich habe gedacht, der hat's von Lenhard gewonnen. Und der Ludger hat's... Nein, ich muss nur Notizen vergleichen, weil ich weiß es nicht. Ihr müsst Notizen vergleichen. Also ich kann nur sagen, also das, was ich dir erzählt habe, ist, dass ich es vom Ingolf habe. Und der Ingolf hat mir wiederum gesagt, dass er es eben vom Ludger hat. Das ist Okay, das, und dann hat's der... Okay. Wo hat's der hergehabt? Fragt ihn, ich habe keine Ahnung. Er ist tot. Oh je. Dann wird's wohl ein bisschen schwierig. Du legst dich gerade mit einer Halborg-Barbarin an. Das ist dir bewusst. Ja, aber wir sind hier nicht in der weißen Weite. Das ist dir schon auch bewusst, oder? Ich glaube, dann gehen wir jetzt raus in die weiße Weite. Kannst du einfach jetzt drüber ziehen, bitte? Und du siehst, wie rundherum die Leute, okay, ein Gold auf den Barbaren, 2 auf die Barbarin und so. Und das beginnt so, der so, ich ziehe ihn raus aus der Baracke. Mach einen Athletics-Wurf, bitteschön.
Er versucht sich natürlich zu befreien. Das ist Ich klar. kann da gerne helfen. Ist das so eine macht Feuerstelle lustig. oder so, an die ich mich setzen kann? Das ist ein gusseiserner so eine Feuerkamin-Geschichte drinnen, eine Feuerstelle. Da setze ich mich kannst halt dich da hin und hinsetzen. ein bisschen herumstochern. Athletics Ja. machen auch noch, Ja. Das ist nicht setz mich oder? zu dir. Zusammen Also, oder wenn Nein, du nein, sagst, das. du Also hilfst ihm, Würfel und... wenn du ihm hilfst, kannst du mit Vorteil würfeln. Kannst du noch einmal, oder brauchst du nicht? 23. Ich glaube, Okay. das ist schon... Sorry, gut. Du nimmst ihn so vom Bett hoch und stellst ihn quasi zack auf der anderen Seite runter und beginnst ihm. Also ihn rauszudrängen, Ja. und ist wirklich raus aus der Baracke und dann stoße ich ihn in den Schnee. Ja, Dich gefolgt von mir. er hat lange Unterhosen an, lange wollene Unterhosen, er hat ein leinernes Unterhemd an und das ist es eigentlich, ja, was der anhat. Und er stolpert rücklings aus der Tür raus, fällt am Rücken, schlittert ein kurzes Stück dort im Schnee, im zusammengepressten Schnee nach hinten. Hey, was soll das? Ein Lügner. Was soll Nicht das? Und hilfreich. er versucht sich wieder aufzurichten. Ne? Also und mit meinem Stiefel trete ich auf seine, also setze sie auf seine Brust. Ja. Ich bin eine Wache aus dem 8. Haus Walburg. Ich schulde euch überhaupt keine Antwort, sagt er. Aber ihr merkt, seine Stimme bricht schon ein bisschen und er schaut ein bisschen hektisch. Und hinter euch drängen die Wachen nach und es wird gerade so ein bisschen... Möchtest du Mindestens ein Zahn, hörst du von hinten. Mindestens ein Zahn. deine Antwort nochmal revidieren? Ja, was weiß ich. Ja, lass mich aufstehen, lass mich rein in die Baracke. Das ist ja unerträglich Zuerst die hier. Antwort. Genau. Ja, ich habe sie wirklich von ihm gewonnen, aber er hat sie von einem der Minenmeister in Telfheim bekommen, was ich weiß. Das hat er mir damals gesagt. Wann war das? Was weiß ich, bevor wir hierher gekommen sind. Kann ich jetzt einen Inside-Check nochmal probieren? Ja, mit Vorteil sogar. Weil der liegt am Boden und hat Angst und du hast nicht das Das heißt, ich kann Gefühl. zweimal würfeln und die bessere nehmen. Ja. Ich habe +0, super. Okay, ich nehme den besseren. Den zweiten schätze ich. 19. 19. Na, Okay. bitte. Der lügt nicht jetzt. Okay. Dort liegend, ihr Gut, merkt auch, wie danke. dem ansatzlos kalt wird natürlich. Ja, der liegt da bei vielen Minusgraden in der Unterwäsche im Schnee. Ja, ich Okay. schwöre, ich sage die Wahrheit, lasst mich auf. Lass ihn, Also lass ich ihn nehme gehen. ich lasse ihn gewähren Ja. und hustet. reiche ihm sogar die Hand. Er schlägt sie weg und steht auf, schaut dich wütend an, aber so ein bisschen, er duckt sich auch so ein bisschen gleichzeitig weg. Und dann drehe ich mich Okay. zu den anderen Wachen. Ehrlich? Keiner hätte für ihn Partei ergriffen? Du hörst so, naja, und sie drehen sich, ein paar drehen sich um und gehen rein, die anderen bleiben stehen und schauen so. Dann hörst du ein Gemurmel von hinten von der einen Frau, die du schon 2-3 Mal gesehen hast, die sagt, Haus Walburg. Und sie spuckt dann hinten irgendwo aus. Ist halt kein Hausengel, nicht wahr? Dann siehst du, wie 2-3 nicken und dann löst sich das da drinnen so ein bisschen auf. Die gehen dann wieder und da hörst du, nicht mal ein Zahn, kein Blut, nix. Bam. Danke, Ephraim. Haben wir wenigstens Eine Spur. eine Spur. Was macht der Klum in der Der Zwischenzeit? Klun macht sein Morgengebet, schreibt seine Erkenntnisse der vergangenen Zeit in sein Tagebuch, rüstet sich, also legt die gesamte Rüstung an. Schließlich muss man jetzt vor dem Lord vorsprechen, das sollte man in voller Montur machen, legt sein Schild an, sein Schwert, prüft die Ausrüstung. Es wird lang genug dauern, um damit die da ihr nicht sehr rechtschaffenes Ding da durchziehen können. Weiß nicht, was du Paladin meinst. gut zurückgelassen. Ja, das hat sich gescheit, war das so eine Intuition, wenn man gedacht hat, erst ich glaube, ich bleib da jetzt weg. Und wird dann vermutlich in der Eingangshalle auf euch warten, weil ihr habt gesagt, ihr kommt gleich wieder.
das dauert ja auch tatsächlich gar nicht so lang, das Gespräch mit Gulo, dann rübergehen und so. Vielleicht wartet sie sogar auf mich, je nachdem, weil ich werde... Ich glaube, es wird eher umgekehrt sein, wenn ihr tatsächlich auf ihn wartet. Ja. Und dann, wenn ihr dort drinnen steht und ihr wartet dort drinnen, bitteschön. Das Einzige, was ich in der Zwischenzeit noch machen würde, ist die Sachen, die wir von Gulo, beziehungsweise ich aus dem Stall geholt habe, die würde ich inzwischen in unserem Zimmer, in unserer Kammer verstauen. Genau. Ah, na, dann wirst du mich in der Kammer vorfinden und also, oh, ich habe getrödelt, das tut mir leid, ich komme sofort. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Gerne, gerne. Und dann folge ich ihm, dann kommen wir zusammen zurück. Was hat es eigentlich mit dieser Armschiene auf sich? Ich weiß gar nicht, was das für eine Armschiene eigentlich ist. Die Armschiene hat meine Schwester gemacht, Svenja. Und Ephraim hat die entdeckt an einer Wachen gestern. Meine Schwester ist bekannt für ihr Handwerk in unseren Clans und wir verkaufen das nicht. Es ist äußerst ungewöhnlich, sowas hier anzufinden. Und nachdem meine Schwester verschwunden ist es sehr eigenartig. Und jetzt haben wir eine Spur. Ich wusste nicht, dass diese Armschiene von Venja gefertigt wurde, aber es ist eine Armschiene, die man eindeutig dem Schneeleopardenclan zuordnen kann. Und wie Valkyrie schon gesagt hat, das ist eine Seltenheit. Effektive Rhetorik übrigens. Manchmal sind weniger Worte mehr. Babuland, magst du mir einen History-Wurf, bitteschön? Du hast gestern von deiner Schwester geträumt. Und Ja. hier ist die Armschiene von ihr. Ja, Seltsamer Zufall. Über 5 würfel ich heute nicht. Okay, Nein, ich glaube. gut. Das ist gut. Das ist doch gut, dass du jetzt eine Spur hast. absolut. Wohin führt die Spur? Helpheim. Ist das weit weg? Ja, ist schon ein gutes Stück. Das ist eigentlich Nord-Nordost vom Glaswald und schon ein gutes Stück. Dann stellt sich nur die Frage, ob deine Schwester auf dem Weg nach Telfheim von hier war oder umgekehrt. In der nächsten Folge. Ja, und du hast das Gefühl, irgendwie 22. Der ist da raus, ja, aus dem Fenster offensichtlich, er hat das aufgerissen irgendwie. Und mit 22 siehst du aber in der Mitte Höhe des Fensters, also aus der Reichweite eigentlich vom Samu, auch innen in den Holzfenstern Kratzspuren, als hätte von außen jemand mitgeholfen, das aufzureißen. Ich deute auf die Sideras. Ist das nicht... Ich bin klein, aber ist das nicht zu hoch für Samu? Von außen. Merkwürdig. Ist das von einem Tier? Das sind Kratzspuren.